Hallo, ich bin Anton. In meiner WG wohnen Anna und Felix. Seit längerem bloggt Felix über das aktuelle Weltgeschehen und die geschichtlichen Hintergründe. Anna ist wie immer neugierig. Sie möchte wissen, womit sich Felix gerade beschäftigt. Felix schreibt den 3. Teil seiner aktuellen Reihe Freie Gesellschaften und deren Entwicklung. Gerade hat er recherchiert, warum die freien Gesellschaften in der Antike untergegangen sind. Dabei ist Felix ein Licht aufgegangen. Die Geschichte kann sich jederzeit wiederholen. Anna versteht gar nichts. Sie glaubt, dass so etwas wie früher heute nicht mehr passieren kann. Anna findet, dass wir in unserer Gesellschaft sehr frei leben können. Doch ist unsere Freiheit wirklich selbstverständlich? In vielen Teilen der Welt sind Humanismus und die damit verbundenen Freiheiten alles andere als selbstverständlich. Es brauchte einen jahrhundertelangen, stufenweisen Prozess, der zu unseren jetzigen Freiheiten führte. Im Mittelalter kommt alles Recht und Gesetz von Gott. Kirche und König herrschen gemeinsam und unterdrücken ihre Untertanen. Durch den Einsatz mutiger Menschen gegen Unterdrückung und Ausbeutung beginnen unsere gesellschaftlichen Freiheiten langsam zu wachsen. Das Ende des Mittelalters wird durch das Aufkommen des humanistischen Weltbildes in der Renaissance eingeläutet. Jetzt rückt der Mensch in den Mittelpunkt von Kunst und Wissenschaft. Der Mensch wird zum Maß aller Dinge. Erste Stufe: humanistisches Denken. Durch die philosophische Strömung des Rationalismus werden veraltete Glaubenssätze hinterfragt und durch ein von Vernunft geleitetes Denken ersetzt. Der religiöse Aberglaube wird entlarvt und die wissenschaftliche Revolution entfacht. Zweite Stufe: Rationalität. Dies führt im Zeitalter der Aufklärung zur Trennung von Staat und Religion, zur Säkularisierung. Weltliches Gesetz steht nun über religiösem Gesetz. Der Mensch ist nur noch an die staatlichen Gesetze gebunden. Religiöse Vorschriften befolgt er freiwillig. Dritte Stufe: Säkularität. Dies führt in der Französischen Revolution zur Forderung nach Grundrechten für alle und einem fairen Rechtssystem. Vierte Stufe: Rechtsstaatlichkeit. Gestärkt durch die Grundrechte fordern die Bürger ein Mitbestimmungsrecht von ihrem Herrscher. Sie setzen sich durch und erkämpfen die Demokratie, die Herrschaft durch das Volk. Die Bürger dürfen nun in geheimer und freier Wahl aus mehreren Parteien die Regierung wählen. Fünfte Stufe: Demokratie. Die demokratische Weltsicht gipfelt in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Von Geburt an werden allen Menschen dieselben Rechte zuerkannt, wie zum Beispiel Religions-, Presse- und Meinungsfreiheit, die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie Gleichheit vor dem Gesetz. Sechste Stufe: Menschenrechte. Unsere heutige Gesellschaft, ihre Freiheiten und Werte sind einzigartig in der Geschichte der Menschheit. Es braucht alle Stufen, damit wir diese Freiheiten leben können. Unterschiedliche Einflüsse können die Pyramide zum Einsturz bringen. Diktatur, Zensur, Gewalt, Gleichgültigkeit, Politikverdrossenheit, Terrorismus, Propaganda, Manipulation. Für den Erhalt unserer freien humanistischen Gesellschaft braucht es mutige Menschen, die gut informiert sind, Dinge kritisch hinterfragen, für ihre Überzeugungen einstehen und Demokratie aktiv mitgestalten. Mach den Klick und erfahre, was du für unsere Gesellschaft, für ihre Freiheiten und Werte tun kannst. www.friedenist.com/wertvoll